Ich würde sagen Complex Function System. Interesting. You know, I really feel like we are making progress. We'll have you through that certification program in no time. In the meantime, I will mull over your proposal and notify you if I come to any conclusions. List. Okay. Mutation. The role of mutation in evolution is partially fascinating. Mutation is essentially an error in the organism's central database. A variable gets changed, a piece of information is accidentally doubled or combined with another. Most of the time the result is the equivalent of a bug, causing anything from minor problems to complete system shutdown. Zum Beispiel Tod. But sometimes the new information is functional, giving the organism an advantage against the challenges it faces, in which case it has a much higher chance of being passed to the next generation. If you consider how likely a beneficial mutation is and how long it takes for such a mutation to propagate, this process can give you an amazing insight into just how vast the genetic history of each living organism. Override. Burp burp. Simultaneously, it is intriguing to consider what a major role random errors have played in the evolution of life itself. The same process that has killed so many of us, often in horrific ways, is also responsible for our very existence. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie ich an die Informationen daran kommen soll. Evolution. One of the common misunderstandings about evolution, sometimes accidentally promoted by people who should know better, is that it's an active process. Sometimes the term evolve is even applied to individual beings, as if some invisible force had driven them to suddenly change. But the truth is that individuals don't evolve. The term evolution describes a long-term process that can be observed in an entire population across time due to beep beep beep. Example, in response to an external threat or challenge. If an individual coincidentally has a trait that allows it to deal with a challenge more efficiently than others, it is more likely to pass on that information to its descendants. That information gives them an advantage, so over the time they become the dominant model of that species. The individuals experience no significant genetic change during their lifetime. But each of them is part of the evolution of the species. Das stimmt schon. Das stimmt durchaus. Capacity. From Trevor Donovan to Alexandra Drennan. Yeah, no worries. EL is not only ridiculously fast, it also has a bazillion tons of space. Even while hosting a full copy of the archive, it'll totally be able to handle all your project's data needs, assuming its output is as you suggested. I mean, the worst case scenario would be like centuries. That should be enough, right? Right? Trev. EL, was war das nochmal? Also ich weiß, was es war, aber ich weiß nicht mehr, wofür die Abkürzung gestanden hat. So. Ich muss gleich wieder niesen. Ich gucke gerade nochmal in das Rätsel da hinten rein. Ich will nämlich wissen, ob sich da jetzt was verändert hat. Ich glaube nämlich nicht, aber das wäre cool. Nein, es hat sich gar nichts verändert. Nun gut. Und dann gab es ja hier noch Over the Fence. Achso, das war Over the Fence, ich erinnere mich. Ich wollte wissen, ich glaube, da war der Stern noch drin, ne? Ich habe gerade mich voll vertan. Der Stern war im letzten von den Leveln. Genau, hier war der Stern.
Rotes Licht. Roter Laser. Kann ich den einmal hier rüber schicken? Ist da drüben ein roter Laser drin? Ja, hier ist ein roter Laser drin. Kann ich den einmal über die komplette Map schicken? Geht das? Das wäre so cool. Wenn ich den hier hinstelle. Zack. Und jetzt renne ich und renne ich und renne ich. Bin voll geil drauf gerade, ey. Ich löse voll die Rätsel. Genau, und jetzt kann ich... Das geht. Haha. Bam. Nein, es geht... Doch, also es geht schon. Ich bin nur zu blöd zum Platzieren. Tja, Stern. Mal kurz gucken, dass sich auch nichts verändert hat. Nicht, dass hier irgendwas dazu kam oder so. Das war der erste Streich. Sau cool. Also das Spiel ist unglaublich geil. Es ist genial. Brilliant. Absolutely brilliant. Oh, I see all. I know all. My power knows no bounds. And yet your will is free because you were made to be free. It is the very principle of your existence, without which the trials of this world would hold no meaning. To seek salvation must be your choice. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, als würde sich der Mond drehen. Aber hat er nicht. Glaube ich. Ich sehe wieder Farbe. Der Sternenhimmel ist ja mal übelst geil. Mit seinen Löchern. Ach was, nein. Auf dem Mond ist so ein kleines... So ein kleiner Laser. Was bist du denn? I keep having these dreams. Great empty cities. Silent roads stretching for miles. The earth from space. All dark. Not a single light to guide me home. But if someone really came from another world, what would the earth look like to them? A wilderness? A wasteland? I don't think so. Even after thousands of years, they'd see a world shaped by our hand in every aspect of its being. They'd see the cities and the roads, the bridges, the harbors, and they would say, here lived a race of giants. These dreams, they scare me, but they also remind me that we built all of this. Schon irgendwie wahr. Was ihr gerade nicht mitbekommen habt, zumindest nicht direkt, ist Folgendes. Ich habe nichts gesagt, deswegen habt ihr es wahrscheinlich gesehen, aber, ne? Hier fehlt uns dieses Teil, das muss ich erst noch freischalten. Kann ich ja gleich machen, wir haben ja genug. Hier piept's. Ich glaube, ich schalte das erst frei. Ist ja kein Problem, wir haben ja Zeit, ohne Ende. Wir sind ja nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Nee, du nicht. Du. Tetris! Bam, zack. Zack, nee. So. Das war gut geraten. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Jetzt können wir es nämlich nutzen. Das Jump Pad. Können wir wieder in diese schöne, wunderschöne dunkle Welt gehen. Ich liebe Nacht in Spielen. Das ist sowas Cooles. Yo. Science Magic. Though the term science has only meant what it does to us for around 600 years, its practice far predates the name. There's evidence pre-Aristotle which indicates soothsayers, mystics, and the like may have employed basic scientific methods to predict the future and confound their benefactors.
One anecdote concerns a palm reader who was exposed when two wealthy clients compared their readings and found them to be identical. In 1948, the tendency to discover deep personal meaning in vague descriptions delivered authoritatively was given the name the Fourier effect. Today it is recognized in all contemporary psychological theory. Sehe ich das richtig, dass es darum geht, dass die wealthy clerk about the readings and found palm reader tendency deep personal meaning in the veins. Ich verstehe den Text nicht ganz. Also das hier oben, klar, das ist, okay, ich verstehe den unteren Teil nicht. Palm Reader. Wo ist das? Ach so! Palm Reader sind doch die Zukunftstypen, die aus dem Handball lesen können. So, der hat dasselbe gelesen bei den beiden. Jetzt habe ich es verstanden. Fascinated by Drennan's project, lovely conversation on Talos principle, Greek philosophy, relevance to current situation, suggested naming project Talos. Drennan refused, but name seems to have caught on with the team. Tens of thousands of files coming in every hour, our whole history. Cool. Gewichtsloss. Oh man, if there's one thing that's good about inevitable death, it's the food. Yeah, baby. I'm going to have all the horribly unhealthy food in the world. I'm going to feast on jelly bananas like a crazy monkey on Monkey Christmas. And you know, those muffins that have so much chocolate they're basically melting, that's gonna be my breakfast. And burgers for lunch. I'm gonna have burgers so greasy you could use them to lubricate a whole factory. Triple bacon burgers with double cheese and extra onions and mayonnaise and ketchup and mustard and big fat juicy patties. And then oily thick pizza with spicy salami and barbecue sauce and olives and jalapenos and sour cream. Food coma, here I come. Jetzt habe ich Hunger. Dabei finde ich, das ist diese amerikanische Pizza, finde ich nicht so geil. Also dieses Fettige, ich mag die italienische mehr. Ich glaube, das ist was ganz typisch Europäisches. Dass wir halt unsere italienische mehr mögen und die Amerikaner lieber ihre. Ich glaube, ich schreibe gleich hier was hin. I've traveled to the edge of the world, though it seems to stretch on forever. Our domain is much less than we imagined. Passt. Ach ja, jetzt kann ich ja jedes Level lösen. Also, ob ich es lösen kann, weiß ich nicht, aber ich kann es auf jeden Fall machen. Wegen den Teilen hier. Oh yeah. Ach, ich finde das so geil mit dem Mond. Und da gleich mal hochschießen. Komm schon. Ach was. Der Mond ist nur halb. Seriously, was ist hinter dem Mond? Ein riesiges Aperture Science Logo? What the fuck? What the fuck, Alter? Aperture Science, we do what we must because we can. What the fuck?
Das ist die Musik aus Portal. Das ist ein Easter Egg. 100%. Das ist die Musik aus Portal. Ich glaube, sagt. Hier spricht Cave Johnson. Every time I look at the test chamber production line, I'm reminded of my father. Wie geil das ist, Alter. Stimmt, bei Portal 2 schießt man ja auch zum Mond. Kann ich das wieder wegnehmen? Was bist du? So ein weißer Fleck, was macht der? Nix. Alter, ist das gut. Dieses Spiel, ey. Alter, nee. Das ist ja mal krass.